Hallo liebe Zuschauer und willkommen bei uns auf dem YouTube-Kanal. Mein Name ist Eddie Wagner. Ich sitze hier in unserem i3 von BMW und diesem Fahrzeug haben wir bereits in einer anderen Folge eine M5.4 DSP-Endstufe verpasst. Und das Fahrzeug hatte ja kein Soundsystem ab Werk und wir haben uns überlegt, wie kann man die Klangqualität der Lautsprecher verbessern, ohne dass man jetzt wirklich hier anfängt, A-Säulen von BMW nachzukaufen, ohne dass man ein Verkabelungsproblem hat, weil die A-Säulen ja auch angeschlossen werden wollen. Und wir haben uns für dieses Fahrzeug eine sehr, sehr, sehr coole Lösung überlegt, wie wir in den Türen Hochtöner nachrüsten können, das Lautsprechersystem austauschen können und das Ganze wirklich minimalinvasiv ohne Kabel legen. Und wie der Einbau geht, zeige ich euch jetzt gleich an der Beifahrerseite, denn das wird richtig cool. Wir verwenden für das Upgrade das nagelneue Helix Compose Lautsprechersystem, das i3. Und das hat den Vorteil, dass es wirklich optimal in dieser Tür arbeitet. Es hat einen Kunststoffadapter, der hier Plug-and-Play reingeht. Und als Hochtönererweiterung den i3 Hochtöner. Und die Aufgabenstellung war eben ohne Kabellegen den Hochtöner zu installieren, obwohl hier im Fahrzeug kein Hochtöner-Einbauplatz ist. Und das erreichen wir hier durch diese neu gestaltete Abdeckung des Spiegels. Die wird einfach weggeklipst, die neue dran geklipst, das Kabel verlegt und schon ist der Hochtöner installiert. Dazu müssen wir die Tür erstmal abnehmen. Da fangen wir jetzt erstmal hier oben mit dieser Schale an, die übrigens wirklich sehr stramm sitzt, bis man da mal drunter gefahren ist mit dem Clipheber. Bedarf es ein bisschen Kraft und Überwindung, aber dann kann man sie hier so rausnehmen. Darunter finden wir zwei 20er Torx-Schrauben und die dritte, die finden wir hier unten in dieser kleinen Abdeckung, die geht mit dem Fingernagel weg. Hier unten in der Schale von der Schraube ist noch eine kleine Scheibe. Die bitte aufpassen, entweder kommt sie mit der Schraube raus oder sie bleibt da drin kleben. So, das war's schon und jetzt können wir die Tür hier anfangen abzuhebeln. Die ist ringsherum geklipst. Hier bitte nicht zu stark dran ziehen an dieser Stelle, sonst könnte die beschädigt werden. Das war's schon. Hier den Türverriegelungsmechanismus aushängen und dann die Tür nach oben wegnehmen. Den Türöffner aushängen und hier rausbuxieren. Das können wir schon hängen lassen. Hier am Lautsprecherkabel nach vorne ziehen und ausstecken. Einmal diesen Kratzclip entfernen. Und mehr würde ich gar nicht an der Tür wegmachen, denn jetzt kann man sie mit diesen zwei Laschen unten in die Kante des Türgummis einhängen und sie einfach so liegen lassen. Und als nächstes geht es an den Lautsprecher. Wir machen den Lautsprecher raus, das sind auch wieder T20 Schrauben. So, und der neue Lautsprecher wird 1:1 da eingesetzt. Klar, jetzt kommen die Ersten und sagen, ja, man muss die Tür dämmen und solche Sachen. Könnt ihr alles machen. Ehrlicherweise muss ich sagen, die Tür ist ordentlich verarbeitet. Ich sehe hier keinen riesen Vorteil von einer Dämmung, weil der Lautsprecher recht wenig Energie entwickelt. Und wir haben ein Elektroauto, das heißt, wir wollen das Ding so leicht wie möglich lassen. Dazu passt sehr gut unser Lautsprecher mit dem Neodymantrieb, der wiegt nahezu nichts, entwickelt aber eine ordentliche Leistung, hat einen sehr guten Wirkungsgrad und es kommt uns auf jeden Fall sehr zugute. Dieses Lautsprechersystem lässt sich übrigens auch installieren, wenn ihr keine DSP-Endstufe dran haben solltet, sondern als
Ersatz der Hauptlautsprecher, ganz banal, bringt es auch schon den gewünschten Effekt. Natürlich in Verbindung mit der M5 passiert da einfach nochmal einiges mehr. So, oh, meine Abdeckung, die geht hier schon fast freiwillig weg. Die klipsen wir weg. Die hat hier so Aufnahmeclips und klipsen unseren Hochtöner da dran. Ganz entscheidend ist, dass man die Hochtönerkabel nicht einklemmt und dass man die hier vorne an dem Gummi hier unten runterführt, denn sonst sieht man das Kabel und es wäre auch der Türverkleidung im Weg. So. Unten ansetzen, oben dran klipsen und das war's schon. Eventuell noch diesen Gummi so zurechtstreichen, dass der überall schön sauber drüber sitzt. Das Lautsprecherkabel runterlegen, einstecken. Das sind kodierte Stecker. Dieses Kabel hier einstecken. Das Ganze mit einem Kabelbinder ein bisschen zusammenfassen, sodass da auf jeden Fall nichts vibrieren kann. Und die Tür montieren. So, die Türverkleidung in umgekehrter Reihenfolge dran machen. Fangen hier mit dem Türöffner an, den einhängen, hier reinbuxieren in dieses Labyrinth. Hier habe ich, wie gesagt, noch die Kabel befestigt. Hier habt ihr auch im Lieferumfang ein Stück Teermatte, mit der man das Kabel befestigen kann, damit der Stecker da nicht kleppert. Hier unten den Kratzclip nicht vergessen, das Kabel aufhängen, mit der Türverkleidung unten reinfahren, kann man sie schon abstützen, hier den Türöffnen, Bowdenzug einhängen, soweit alles dran, dann den Türpin ein bisschen rauskippen. Gleich gucken, dass der oben ist. So, Türverkleidung ansetzen. Hier nochmal das Kabel kontrollieren vom Hochtöner und die Türverkleidung dran drücken. Hier bei der Gelegenheit gleich mal die Gummis richtig ordnen. Und die Schrauben ansetzen. Wie gesagt, hier im Griff bitte dran denken, an diese silberne Schraube, an diese silberne Scheibe, so heißt es richtig. Dann hier die Abdeckung, erst hinten reinschieben, diese Nase muss reinfahren, das ist ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, schon sehr fummelig, aber irgendwann mal geht's. Fest. Und die hier mit der langen Nase nach oben einsetzen. Klack. Damit ist die Installation fertig. Und jetzt kommt das Schönste, der Soundcheck. Also jetzt mal zum Negativen. Wir haben natürlich kein Harman-Kardon-System nachgerüstet, weil die hinteren Türen hätten wir alles komplett tauschen müssen. Aber ganz ehrlich, das hier spielt viel geiler. Klar, ich habe den Raumklang eines Werksoundsystems nicht, aber dafür habe ich vorne eine Präzision. Und schon mit der M5 in dem anderen Video haben wir gestaunt, wie gut es spielt. Aber jetzt ist es mal richtig geil.
die ganze Musik spielt sich hier. Ich habe eine Hammerbühne. Erst habe ich gedacht, die ist total schmal, aber das kam aus dem Stück. Das hat genau vor mir gespielt, als käme es hier aus dem Monitor raus. Und dann dieses synthetische Klatschen auf einmal rechts und links von den Hochtönern Gall unterstützt. Und ich habe das Gefühl, das spielt total präzise, aber auch die Bässe spielen präzise, weil die Hochtöner extrem präzise diese Obertöne dazu machen. Also wirklich, ihr habt gesehen, wie viel Aufwand das war. Von Kabellegen keine Spur, Türverkleidung kurz weg, die Dinger da dran. Und das ist mal ein Upgrade. Das haben wir selber so noch nicht erwartet, dass es so genial spielt, cool aussieht und wirklich richtig Spaß macht.